1938 gab es dann eine große Fülle an Maßnahmen und Gesetzen, die als antijüdisch zu bezeichnen sind. Den Auftakt macht der 26. April mit der Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden. Damit wurde geregelt, dass alle Jüdinnen und Juden im Dritten Reich ihr Vermögen angeben mussten und auch die Deutschen, die mit Juden verheiratet waren, mussten ihr Vermögen offenlegen. Am 23. Juli gab es dann die erste Maßnahme, um Juden zu kennzeichnen, mit der Bekanntmachung über den Kennkartenzwang. Alle Jüdinnen und Juden im Deutschen Reich mussten jetzt eine Kennkarte sozusagen als Ausweis im Inland tragen, der mit einem großen J versehen war. 2 Tage später, am 25. Juli, mit der 4. Verordnung zum Reichsbürgergesetz wurden jüdischen Ärztinnen und Ärzten die Approbation entzogen. Jüdische Ärzte durften jetzt nur noch als sogenannte Krankenbehandler jüdische Patientinnen und Patienten behandeln. 2 Tage später, am 27. Juli, wurden dann Straßennamen, die nach jüdischen Personen benannt wurden, umbenannt. Am 17. August mit der 2. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen mussten Juden dann schließlich ab dem 1. Januar 1939 die Zwangsnamen Sarah und Israel annehmen, die dann auch im Pass ihrem Geburtsnamen hinzugefügt wurden. Die wichtigsten Maßnahmen in diesem Jahr geschahen jedoch im Herbst. Am 5. Oktober wurde dann die Verordnung über Reisepässe von Juden ergänzt. Damit wurden auch Reisepässe mit einem J gekennzeichnet. Am 31. Oktober mit der 6. Verordnung zum Reichsbürgergesetz wurden Jüdinnen und Juden auch verboten, als Patentanwalt tätig zu sein. Also es war noch die letzte Möglichkeit, um als Anwalt arbeiten zu können. Die wurde jetzt auch verboten. Das schlimmste Ereignis in diesem Jahr für viele Jüdinnen und Juden war sicherlich der 9. und 10. November mit der sogenannten Reichskristallnacht, also den Pogromen gegen Juden in Deutschland und Österreich. Die meisten wissen gar nicht, dass die Übergriffe in kleineren Städten, also außerhalb Berlins oder anderer Großstädte, am 10. November stattfanden. Denn die Zerstörung jüdischer Geschäfte und das Anzünden der Synagogen war natürlich von den Nazis organisiert. Und die Befehle mussten erst einmal an die kleineren Dienststellen übermittelt werden. So fanden die Pogrome in Kleinstädten, wie zum Beispiel meiner Heimatstadt Bonn, am helllichten Tag und nicht in der Nacht statt. Es durfte alles gemacht werden. Wir waren freiwillig geworden und man durfte mit uns anfangen, was man wollte. Am 7. November 1938 erschießt ein polnischer Jude einen deutschen Diplomaten in Paris, weil seiner Familie die Deportation droht. Ein willkommener Vorwand für die Nazis. Die NS-Führung gibt das Signal zum Losschlagen mit Befehlen an die Gefolgschaft der Partei. Synagogen und jüdische Geschäfte sollen brennen. Die Nacht des 9. November wird zur Pogromnacht. Die Nazis setzen in Hunderten von Orten Synagogen in Brand. Und auf einmal klirrte das und die Schaufensterscheiben gingen zu Bruch. Kommandos von SA und SS machen Jagd auf Juden. Und dann hörte ich auch Schreien und dann sah ich nach oben und da wurden Menschen aus dem Fenster gestoßen. Die Polizei hat den Befehl, nicht einzuschreiten. Viele Deutsche werden zu Schaulustigen der Gewalttaten. Da müssen 500, 600 Leute, Deutsche, die geschrien haben, gesungen und haben, da war eine Dame, ich konnte kein Gesicht sehen, die haben sie mit am Haar die Straße runtergezogen. Die meisten schauen lieber weg. Diese Angst war so groß, dass man oft keinen Mut gehabt hat, den jüdischen Mitbürgern zu helfen. Es wurde viel geholfen, viel mehr als man denken kann, aber alles insgeheim. Und wir hatten eine Angestellte, die mein Vater furchtbar geliebt hat. Die hat 32 Jahre für uns gearbeitet. Die war nicht jüdisch. Und die hat gesagt, ich lasse die nicht ins Haus. Die sind vom Haus zu Haus gegangen und haben die jüdischen Männer genommen. Und mein Vater war sehr krank. Und sie hat sich vor das Haus gestellt und hat gesagt, sie können nicht draufgehen. Mein Chef ist sehr krank. Und da haben sie gefragt, ob sie jüdisch ist. Und da hat sie gezeigt, dass sie nicht jüdisch ist. Und da haben sie furchtbar geschlagen, die Frauen haben sie auf den Boden geschmissen, aber sind weitergegangen. Und dadurch ist mein Vater nicht abgeholt worden an dem Tag. Und eine halbe Stunde später haben wir angerufen bekommen, dass mein Bruder von der Gestapo abgeholt war.
Und wir wussten nicht bis 2 Tage vor Weihnachten, ob er erlebt ist oder nicht, wo er war. Und das war das Schlimmste. Jüdische Mitbürger im ersten Stock und das ganze Inventar wurde quasi auf die Straße geworfen. Das heißt, die Wohnung wurde gestürmt? Die ältere HJ-Jungs und SA und SS, die haben die Wohnung quasi gestürmt und haben da alles zerstört. Und das spielte sich in der Wohnung über eurer Wohnung ab? Und meine Mutter und meine Schwester, die war 2 Jahre älter wie ich, also 10, wir hatten natürlich große Angst. Und dann kamen, ich erinnere mich, ich könnte Namen nennen, was ich aber nicht tun will, die kamen zu meiner Mutter und haben gesagt, Frau Frey, Sie müssen keine Angst haben, Ihnen passiert nichts. Und es war nicht eine Nacht, es war der Tag. Ich habe immer gewundert, warum sie sagen Nacht. Es hat nämlich morgens um 5 Uhr angefangen und es hat nicht aufgehört bis 10 Uhr nachts mindestens. Also es ist nicht heimlich bei nachts passiert, sondern am Nein, helllichten es war Tag. nichts heimlich. Abends haben wir schon gehört, dass es geplant war, aber morgens, wie ich in die Schule, es war vielleicht 7, halb 8, ich weiß nicht genau, und am Heimweg, dann war alles schon ich nehme an, sie haben so um 7 Uhr morgens angefangen, alles kaputt zu machen und anzustecken. Und das ging into die Nacht. Nein, es hat nicht aufgehört, aber wir sind nicht mehr aus dem Haus gegangen dann. Wir waren glücklich, dass mein Vater, den Tag haben sie nur die Männer alle abgeholt. Über 1400 Synagogen werden in jener Nacht zerstört. Das war der Wendepunkt. Da kapierten die deutschen Juden, in Deutschland kann man nicht mehr in Frieden leben als Jude. Das wurde durch diese Pogromnacht klar. Dann am 12. November gab es die Verordnung über eine Sühneleistung der Juden deutscher Staatsangehörigkeit, die sogenannte Judenvermögensabgabe. Wegen ihrer feindlichen Haltung gegenüber dem deutschen Volk wurde den Juden eine Sühneleistung von 1 Milliarde Reichsmark auferlegt. Heute wären das ungefähr 5 bis 6 Milliarden Euro. Und nach der Verordnung zur Wiederherstellung des Straßenbildes bei jüdischen Gewerbebetrieben mussten die Jüdinnen und Juden selbst für die Beseitigung der Schäden des Novemberpogroms, wofür sie ja eigentlich nichts konnten, bezahlen. Auch viele jüdische Gemeinden mussten die abgebrannten Synagogen auf eigene Kosten abreißen. Und mit der Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben wurde darauf abgezielt, die Juden jetzt auch wirklich aus dem Wirtschaftsbild zu entfernen. Jüdinnen und Juden durften kein Handwerk mehr ausüben, sie durften keinerlei Waren mehr verkaufen, sie durften nicht an Märkten oder Messen teilnehmen, jüdische Gewerbebetriebe wurden geschlossen und sie durften keine leitenden Angestellten mehr sein oder Mitglied in einer Genossenschaft. 3 Tage später, am 15. November, wurden dann schließlich auch jüdische Schülerinnen und Schüler vom Schulunterricht ausgeschlossen. Sie durften zwar weiterhin an jüdischen Schulen lernen, aber auch das wurde später eingeschränkt. Ab dem 28. November durften Jüdinnen und Juden sich an bestimmten Tagen nicht im öffentlichen Raum aufhalten. Meistens waren das hohe Nazi-Feiertage, aber im Prinzip konnte die Polizei oder die Gemeinde das frei bestimmen. Einen Tag später, am 29. November, gab es dann ein Verbot, Brieftauben zu halten für Jüdinnen und Juden. Das ist eins der Verbote, mehrere werden noch folgen, die halt einfach den Alltag der Juden einschränken sollen und es ihnen so unangenehm wie möglich in Deutschland machen sollten. Am 3. Dezember gab es dann schließlich die Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens. Das führte zu einem Zwangsverkauf jüdischer Gewerbebetriebe. Wertpapiere mussten veräußert werden und Immobilien. Natürlich floss das auch wieder in diese Sühneabgabe ein und floss an den deutschen Staat. Jüdinnen und Juden wurde der Führerschein und die Kfz-Papiere entzogen. Diejenigen Juden und Jüdinnen, die Autos besaßen, konnten im Auto nicht mehr fahren.